So, guten Abend zusammen oder Mittag oder wann auch immer ihr das guckt und herzlich willkommen zurück. Wir wollen heute mit Maps arbeiten. Maps sind sozusagen die nächste Stufe nach Listen. Ein bisschen komplexer, ein bisschen anders, aber auch irgendwie ein bisschen einfacher zu handhaben, habe ich das Gefühl. Und ja, wir definieren uns jetzt hier einfach mal eine Map. Und eine Map sieht folgendermaßen aus. Wir haben eigentlich immer so ein quasi Keys, die auf Werte zugeordnet werden. Natürlich brauchen wir ein Semikolon, keine Sorge. Und sagen wir mal einfach, wir haben hier zum Beispiel die Farbe Yellow. Also wir definieren uns jetzt eine Farbmap sozusagen. Das heißt, wir wissen, Yellow besteht aus FF0. Wir wissen, Rot besteht aus klar. Also ich meine, da kann man sich einfach eigene Farben zum Beispiel definieren. Ich nehme jetzt halt ein paar, die schon vordefiniert sind. F00 und so weiter und so fort. Also ich nehme jetzt mal nur diese beiden hier. Und jetzt habe ich die Möglichkeit, wenn ich hiermit was machen möchte, dann habe ich hier natürlich direkt die Möglichkeit, sagen wir mal, das ist irgendeine esoterische Farbe, also irgendeine esoterische Farbe. Das stimmt sogar. Okay. Und ja, die habe ich mir jetzt von mir aus selber definiert. Jetzt ist das natürlich hier eigentlich keine Farbe, aber ich kann über meine Map hergehen und kann sagen, hey, benutze bitte diese esoterische Farbe, indem du in der Map nachschaust, was das eigentlich für eine Farbe ist, nämlich gelb. Und das ist ganz praktisch, weil so kann man sich natürlich sehr, sehr viel eigenes definieren. Man kann zum Beispiel auch sagen, hey, ich definiere mir hier meine Variable, keine Ahnung, Hund von mir aus auch eine CSS-Beschreibung oder sonst irgendwas hier. Oder irgendwelche Attribute, die man alle verändern kann oder sowas. Und das ist schon ganz praktisch. Und was man jetzt eben machen kann, ist, man kann zum Beispiel nachgucken, welcher Wert hier steht an der Stelle dieser Farbe. Und das bedeutet, ich kann hier zum Beispiel hingehen, also ich benutze jetzt hier einfach mal die Farbe aus der Map, nicht mehr aus dem Farbschema, das wir uns oben definiert haben. Map-get. Man kann es auch mit Bodenstrich schreiben, haben wir gerade gesehen. Und jetzt muss hier natürlich als ersten Parameter erstmal eine Map rein, logischerweise, also $Map. Und als zweiten Parameter muss der Key rein. Keys sind immer das, was links steht vom Doppelpunkt, rechts, also sozusagen die Variable Namen, rechts steht der Wert davon. Aber wir werden sehen, man kann auf alle Keys auch zugreifen, also keine Sorge. Wir nehmen jetzt hier einfach mal, okay, dann kopiere ich mir das, wenn das nicht gespeichert wird, irgendeine esoterische Farbe. Und jetzt werden wir sehen, oh, okay, mein Link wird plötzlich wieder gelb dargestellt. Warum ist das so? Wir holen uns aus der Map einfach den Wert an der Stelle, irgendeine esoterische Farbe. Wir gucken nach, was ist da drin. Ah, okay, FF0. Und das Praktische ist natürlich einfach hier, ich kann natürlich jetzt aus meiner Map beliebig viele Werte auslesen. Also die Map kann natürlich auch beliebig groß sein. Und ich muss nicht zwangsläufig alle Werte kennen, die da drin stehen können. Denn ich kann mir zum Beispiel auch einfach alle Keys hier auslesen oder alle Values auslesen. Das geht beides. Und das kann ich zum Beispiel machen, indem ich mache das jetzt hier rein, da wird es nicht funktionieren, keine Sorge, aber wir gucken uns das Ganze an. Map-Keys gibt mir alle Keys. Halt, stopp, das braucht keine Klammern. Achso, doch, natürlich braucht es Klammern. Ich muss die Map reingeben, $Map, selbstverständlich, sonst weiß man ja nicht aus welcher Map. Und wenn wir das jetzt kompilieren, sehen wir hier irgendeine esoterische Farbe und Rot. Das sind sozusagen die beiden Werte, die hier drin stehen können. Das heißt, es liefert mir einfach beides mal das, was da vorne steht. Wenn jetzt hier noch 10.000 andere Werte drin sind, kriege ich hier eben noch diese ganzen anderen 10.000 Werte rüber. Da kann ich jetzt dann mit einer For-Schleife drüber iterieren, mit einer Add-Each-Schleife oder sowas. Kann ich alles machen. So, jetzt kann ich aber auch zum Beispiel hergehen und kann sagen, Map-Values und kann die auf meine Map raufjagen und dann bekomme ich einfach das, was hinten steht, nämlich FF0 und F00. Das sind die beiden Werte, die hier stehen. Also ich kann quasi auf beides zugreifen, entweder auf vorne oder auf hinten. Ziemlich praktisch das Ganze. Ich kann aber sogar nachgucken, ob vielleicht meine Map einen gewissen Schlüssel hat, nämlich mit Map has key. Und eigentlich möchte ich hier auch einen Bindestrich haben. Es geht auch mit Bodenstrich, aber das ist trotzdem, damit es einheitlich ist. Und hier muss ich natürlich auch eine $Map wieder reinstecken und hier muss irgendein Schlüssel nachgeguckt werden. Das heißt, ich kann hier
zum Beispiel nachschauen, ob irgendeine esoterische Farbe drin definiert ist, dann bekommen wir hier True raus, weil es ist ja offensichtlich. Und das ist natürlich jetzt mega nützlich. Ich kann mir zum Beispiel ein Mix-In schreiben, wo drin steht, wenn die Map den Key hat, dann nimm den Wert aus dem Key, ansonsten nimm eine Default-Farbe. Das wäre hier der Anwendungsfall, den werde ich jetzt nicht mit euch durchgehen, weil das Video einfach zu knapp ist. Das wäre die Übung für euch, sowas mal selber zu schreiben. Also falls ihr es jetzt gerade nicht richtig mitgekriegt habt, einfach nochmal kurz zurückspulen. Wenn diese Map den Key hat, dann benutze den Wert, wenn man den Key ausliest, ansonsten nimm den Default-Wert. Das ist die Mix-In, die sozusagen super nützlich ist für Maps. Und ja, wenn ich jetzt hier irgendwas anderes nehme, also zum Beispiel irgendwas anderes, was halt nicht in der Map drin ist, dann bekomme ich hier logischerweise ein False zurück. Das heißt, hier würde dann theoretisch ein Default-Wert genutzt werden müssen, über eine Mix-In, wie gesagt. So, ich kann jetzt auch weitere Werte hinzufügen, zum Beispiel indem ich mir eine zweite Map definiere. Achtung, ein einfaches Anhängen gibt es jetzt in so einem Fall nicht direkt. Ich kann eine Map mit nur einem Element anhängen. Map 2, Doppelpunkt. Und dann haben wir hier halt die Farbe Yellow und Doppelpunkt Hashtag FF0. Ach, komm schon. Wo ist denn mein Finger heute? Und jetzt kann ich die beiden Maps natürlich in eine neue Map reinspeichern. Neue Map, Doppelpunkt. Und zwar über Map-Merge. Map-Merge, $Map und $Map2. Und das liefert mir einfach diese beiden Maps konkateniert, also hintereinander gehängt. Das heißt, mein Wert, irgendeine esoterische Farbe ist drin, hat den Wert das hier, mein Key Red ist drin, hat den Wert von dem hier und mein Key Yellow ist drin und hat natürlich den Wert FF0. Ja, und das ist eigentlich auch schon so ziemlich alles, was man dazu sagen kann. Ich kann jetzt auch einzelne Werte entfernen. Also das heißt, reduzierte Map, Doppelpunkt, Map-Remove ist die Funktion dafür, $Map, und jetzt muss ich hier die Keys angeben. Das heißt, ich kann nicht einfach Values angeben, sondern ich muss wirklich über die Keys Sachen entfernen. Also kann ich zum Beispiel hier Red raushauen und jetzt kann ich zum Beispiel hier mal nachgucken, ob Rot in meiner reduzierten Map drin ist. Reduzierte, Red reduziert, steht ja im Wortwitz, war nicht mal beabsichtigt. Reduzierte Map, ob da Rot drin ist? Nein, ist natürlich nicht drin, weil Rot habe ich ja hier entfernt. Und zwar habe ich einfach aus Map Rot entfernt. Das heißt, hier ist nur noch irgendeine esoterische Farbe drin. Nicht mal Yellow ist drin, weil das ist ja nicht die gemergte Map, sondern nur diese Map von hier oben. Also quasi hiermit kann ich einzelne Keys entfernen und natürlich ihre Values dazu. Da wird dann einfach beides entfernt. Das heißt, das hier hinten wurde hierbei entfernt. Mit Map Merge kann ich zwei Maps zusammen in eine neue Map packen und das ist auch so ziemlich alles, was man braucht. Also Map Values und Map Keys habe ich euch gezeigt und Map Hasskey haben wir hier unten noch drin. Super! Und ja, das ist das, was ich euch zu Maps zeigen möchte. Ich hoffe, ihr findet dafür eine schöne Anwendung. Vor allem, wie gesagt, in Mix-Ins super praktisch. Und ja, wir hören uns dann beim nächsten Mal, wahrscheinlich sogar beim letzten Video, wenn ich euch da noch ein paar weitere nützliche Funktionen zeige. Und ja, wir hören uns. Bis dann. Ciao.